Willkommen beim digitalen Halbzeit-Event von Unica Agil. Im Folgenden sehen Sie eine Demonstration zu den Aspekten automatisiertes Fahren und Sicherheit. Dazu wird eine virtuelle Fahrt des Auto-Shuttles auf einem ausgewählten Streckennetz simuliert. Im großen Hauptfenster sehen Sie das Auto-Shuttle aus einer rückwärtigen Ansicht. Rechts daneben befindet sich eine Visualisierung des befahrenen Streckennetzes. Um einen Streckenabschnitt befahren zu können, muss das Auto-Shuttle verschiedene Anforderungen dieses Abschnitts erfüllen. Werden diese Anforderungen erfüllt, ist der Streckenabschnitt zum Befahren freigegeben, andernfalls wird er gesperrt. Freigegebene Abschnitte werden grün und gesperrte Abschnitte rot eingefärbt. Zusätzlich wird die aktuell geplante Fahrroute in blau dargestellt. Darüber hinaus werden mögliche sichere Halteorte visualisiert. Oben rechts im Hauptfenster befindet sich ein sogenannter Skyplot, der die während der Fahrt empfangenen GPS-Satelliten, aufgetragen nach Elevation und Azimut, darstellt. Anzahl und Verteilung der empfangenen Satelliten lassen Rückschlüsse auf die Empfangsbedingungen zu, die für die Fahrdynamik-Zustandsschätzung entscheidend sind. Unterhalb des Skyplots ist das aktuelle Konfidenzintervall für die Positionslösung der Fahrdynamik-Zustandsschätzung durch einen gestrichelten Rahmen um das Fahrzeug dargestellt. Das Konfidenzintervall beschreibt, wie groß der Positionsfehler zum aktuellen Zeitpunkt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit maximal ist. Die farbige Umrandung stellt die Anforderungen des jeweiligen Abschnitts daran dar. Das Fahrzeug fährt nun auf der geplanten Route. Auf dem Abschnitt 4 verringert sich das Konfidenzintervall der Positionslösung, sodass die Anforderung für den Abschnitt 7 nicht länger erfüllt werden kann. Dieser Abschnitt besteht aus einer dicht bebauten, schmalen Straße, weshalb das Fahrzeug aufgrund der erhöhten Unsicherheit mit anderen Objekten kollidieren könnte. Deshalb wird die Route auf Basis der aktuell freigegebenen Streckenabschnitte umgeplant. Der von der Fahrdynamik-Zustandsschätzung geschätzte Ist-Zustand des Fahrzeugs dient als Eingang für die Fahrdynamik- und Trajektorienregelung und wird dort mit dem in der Soll-Trajektorie enthaltenen Zustand verglichen. Aus der Differenz werden Stellbefehle für die Dynamikmodule berechnet, die in den Unica Agil-Fahrzeugen individuell angesteuert werden können, was wiederum unkonventionelle Fahrmanöver ermöglicht. Auf der umgeplanten Route liegt ein Abschnitt, auf dem die Fahrbahn durch Pflanzkübel verengt ist. Durch die Einzelradaktorik wird der Schwimmwinkel des Fahrzeugs zu einem unabhängigen Freiheitsgrad und der Abschnitt kann ohne Gehbewegung durchfahren werden. Im nun folgenden Abschnitt können Sie die Aktivierung der Rückfallebene der Unica Agil-Fahrzeuge erleben. Diese wird aktiviert, wenn eine relevante Fahrzeugkomponente ausfällt. Nach der Aktivierung der Rückfallebene wird das Warnblinklicht des Fahrzeugs eingeschaltet, die Fahrzeuggeschwindigkeit wird verringert und die zuletzt gültige Notbahn bis zu einem sicheren Halteort, hier außerhalb des fließenden Verkehrs, abgefahren. Mithilfe einer unabhängigen Umfeldsensorik, bestehend aus Radar- und Ultraschallsensoren sowie Kameras, wird die Abfahrt der Notbahn abgesichert. In dieser Simulation detektiert die Sensorik ein ausparkendes Fahrzeug und reagiert darauf entsprechend. Nachdem sich das Objekt entfernt hat, wird die Fahrt zum sicheren Halteort fortgesetzt und dort eine Übergabe an die Teleoperation eingeleitet. In dieser beispielhaften Simulation ist der Komponentenausfall nur vorübergehend. Nach einer kurzen Standzeit kann das Fahrzeug seine Fahrt fortführen. Die Fahrt wird nun planmäßig fortgesetzt. An der nächsten Kreuzung führt die geplante Route durch den geradeaus liegenden Streckenabschnitt. Vor dem Shuttle biegt ein Rettungswagen in den Abschnitt ein und blockiert die Fahrbahn. Dies ist ein Beispiel für dynamische, nicht voraussehbare Hindernisse. Um den Einsatz nicht zu behindern, ist eine erneute Umplanung der Route erforderlich. Die Trajektorienplanung im Großhirn erzeugt eine neue Soll-Trajektorie und sendet diese an die Fahrdynamik- und Trajektorienregelung. Auch hier kommt den Unica Agil-Fahrzeugen die Einzelradaktorik zugute, da der Wenderadius gegenüber einem konventionellen Fahrzeug reduziert werden kann. Auf der neuen Route wird der Rettungseinsatz vollständig umfahren. Während die Fahrt nun normal fortgesetzt wird, kann die bereits in der Einführung angesprochene Fahrdynamik-Zustandsschätzung etwas genauer betrachtet werden. Sie ist dafür zuständig, den Ist-Zustand des Fahrzeugs zu ermitteln. Dieser Zustand besteht unter anderem aus der Position, den Geschwindigkeiten und Beschleunigungen und wird unter anderem für die Fahrdynamik- und Trajektorienregelung verwendet. Die Fahrdynamik-Zustandsschätzung fusioniert Daten aus einem präzisen RTK-GNSS-Satellitenempfänger, zwei inertialen Messeinheiten, sogenannten IMUs,
und Odometriesensorik an den 4 Rädern. Sie gibt dabei Integritäts- und Genauigkeitsmaße aus, die hier am Beispiel des Konfidenzintervalls für den Positionsfehler dargestellt werden. Hohe Gebäude verdecken die Sicht auf Satelliten und verschlechtern somit Empfangsbedingungen, wie im Skyplot zu erkennen ist. Bei eingeschränktem Satellitenempfang stützt sich die Datenfusion verstärkt auf IMU und Odometrie. Bis die Stützung durch den Satellitenempfang wieder ermöglicht ist, wächst der Fehler daher mit der Zeit an. Sichtbar ist dies am Konfidenzintervall bei Durchfahrt durch die Häuserschlucht. Das Shuttle fährt nun eine eingeplante Haltestelle an. Die vorhandene Parklücke ist vergleichsweise klein, weshalb erneut auf die Fähigkeiten der Einzelradaktorik zurückgegriffen wird. Die Dynamikmodule ermöglichen Lenkwinkel von bis zu 90 Grad, wodurch ein seitliches Einparken mittels eines Querversatzes möglich wird. Nach dem geplanten Halt wird auf identische Art und Weise ausgeparkt und die Fahrt normal fortgesetzt. In der folgenden langgezogenen Rechtskurve wird erneut ein Ausfall einer relevanten Fahrzeugkomponente simuliert. Auch in dieser Situation schaltet das Fahrzeug nach der Aktivierung der Rückfallebene das Warnblinklicht ein und verringert die Fahrzeuggeschwindigkeit. Die kollisionsfreie Abfahrt der vorausberechneten Notbahn wird erneut über die unabhängige Umfeldsensorik, die Plattformsensorik genannt wird, abgesichert. An diesem Streckenabschnitt existiert kein sicherer Halteort außerhalb des fließenden Verkehrs. Um das Fahrzeug nicht an einem schlecht einsehbaren Ort in der Rechtskurve anzuhalten, wurde ein sicherer Halteort in ausreichendem Abstand zur Rechtskurve ausgewählt. Auch hier wird nur ein kurzfristiger Komponentenausfall simuliert, sodass das Fahrzeug nach einer kurzen Standzeit wieder in den automatisierten Fahrbetrieb übergehen kann. Die Fahrt wird nun nochmals entlang der geplanten Route fortgesetzt und endet an einer weiteren Haltestelle des Shuttles. Damit nähern wir uns auch dem Ende dieser Demonstration. Wir hoffen, Ihnen interessante Einblicke in die Arbeiten des Projekts Unica Agil geboten zu haben. Alle besprochenen Funktionen werden in den auf der Webseite des Projekts veröffentlichten Postern vertieft. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten der beteiligten Mitarbeiter, die Sie bei weiterführenden Fragen gerne kontaktieren können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den weiteren Inhalten des digitalen Halbzeit-Events. Auf Wiedersehen.